Wir werden konkret Frankfurt bei Nacht Mainluststraße Nummer 16, die Schaltzentrale des Groove-Magazins. Was da so geht und wer dahinter steckt, das sehen wir jetzt. Hier kommt unser Report. Los. Was bitte haben diese fabelhaften vier gemeinsam? Genau, eine Leidenschaft und die heißt Musik und somit Groove. Hier in der Mainluststraße im Herzen Frankfurts ist die Schaltzentrale und Basis des Special Interest Magazins. Neben Frontpage aus Berlin, der technophilosophischen House Attack aus Köln sowie der Raveline aus dem Ruhrgebiet ist das Groove Magazin das tonangebende Stimmungsbarometer der elektronischen Musik und der Lebenskultur im deutschsprachigen Raum. Musik ist der Motor und Stillstand ist Rückschritt. So treibt es die Groover unermüdlich zu neuen Themen und Taten. Doch fangen wir von vorne an. Wir trafen die Köpfe der Groove. Herausgeber und Gründer Thomas Koch, Chefredakteur Stöpsel sowie Yannick und Zille in ihrem Hauptquartier und baten um eine Audienz. Also ich habe das Groove-Magazin vor 7 Jahren ins Leben gerufen. Zu Beginn waren halt noch alle Sparten progressiver Dancefloor dabei, sowohl Hip-Hop als auch House, als auch der ganze Eurodance. Als es dann ein Jahr später losging mit Techno und House, da haben wir eigentlich dann uns so nach und nach ganz darauf spezialisiert. Also es war ja regional begrenzt, es kam erst mit einer Auflage von 10.000 Stück. Ja, eigentlich habe ich ein Magazin für mich selbst gemacht, also für meine eigenen Bedürfnisse, weil ich ja zu der Zeit auch schon DJ war und eben genau das vermisst habe, das Magazin zur Orientierung bei den ganzen Plattenveröffentlichungen. Ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe einfach eigentlich mit null Kapital losgelegt. Die ersten 6, 7, 8 Ausgaben, die habe ich noch aus der elterlichen Wohnung produziert. Das hat sich allerdings geändert. Der Kinderstube entwachsen befinden sich die Redaktionsräume inzwischen in einer geräumigen Altbauwohnung im Zentrum der Mainmetropole. It's the groove to make you move. Vom 16-seitigen Blatt mit 10.000er Auflage schaffte es die Groove bis heute auf 100.000 Exemplare pro Monat. Nach wie vor kostenfrei in Plattenläden und Clubs zu haben. Wir sind ein ganz kleines Team geblieben, also mit 4 festen Leuten eigentlich nur. Also ich denke, auch so die Themenauswahl ist ein relativ demokratischer Prozess eigentlich bei uns. Aber wir versuchen schon möglichst nicht, sagen wir mal, den Schreiber gegen das Thema zu setzen. Ich meine, jeder hat sowieso dann seine eigenen Vorlieben oder jeder hat so sein Spezialgebiet. Also ich mache die Partyzone, die betreue ich. Ich mache die Comics, ich mache Moderedaktion. Ich spiele auch ein bisschen Sekretärin, das heißt, ich bin die erste Anlaufstelle für alles, was hier im Büro ist. Ich mache ein bisschen Administration und hoffe, dass ich so eine Art gute Seele hier bin. Auf jeden Fall ist es hier für mich ganz einfach, weil ich hier als Individuum, nicht als Angestellte irgendwie arbeiten kann. Das heißt, die Groove, die wächst hier mit jeder Person, die ja auch für Groove arbeitet. Ich sehe die Groove eigentlich wirklich als ein informatives Musikmagazin, das als an erster Stelle. Natürlich ein Forum oder auch irgendwas, was andere Leute irgendwie irgendwas näher bringen soll, also auch ein Musikverständnis näher bringen sollen, aber auch diese ganzen anderen Sachen mit Mode und sowas, einfach ein anspruchsvolles Musikmagazin, das noch irgendwelche anderen Bereiche mitdeckt. Um monatlich erscheinen zu können, wir erscheinen ja nur alle 2 Monate, bräuchten wir viel mehr Leute. Und dadurch, dass wir alle 2 Monate erscheinen, ist es eine ganz andere Arbeitsweise. Das heißt, wir versuchen, das, was in 2 Monaten passiert, genau auf den Punkt zu bringen. Wir brauchen kein Füllmaterial. Da kann man sich auch eher mal auf
die Couch sitzen und das Heft lesen, als wenn es jeden Monat da wäre und man hat das alte Heft vielleicht gerade erst zur Hälfte durchgeblättert. Mit kritischem informativem Journalismus ist die Groove der Mehrzahl anderer Technomagazine oft einen Anschlag voraus. Konsequent und kompromisslos geht die Groove ihren eigenen Weg. Man setzt auf Understatement und erwartet vom Leser, dass auch er zwischen den Zeilen zu lesen bereit ist. Wir hoffen, dass unsere Leser eigentlich die Aufgeschlosseneren sind, die sich irgendwo diesseits der 50 bewegen. Dem Grundgedanken aus dem Club für den Club ist man treu geblieben. Mühelos schafft das Groove-Magazin die Gratwanderung zwischen anspruchsvollem Insiderwissen und kommerziellen Themen. Der Kontakt zur Basis, ein Stamm von freien Mitarbeitern und die Diskussion in einem kleinen, aber feinen Team schafft einen idealen Nährboden für kreatives Arbeiten. Will man Trends setzen? Trendsetzend, so haben wir uns eigentlich nie verstanden, weil die Zeiten, in denen man jetzt immer sofort dem Kind einen Namen geben muss, die sind eigentlich für uns vorbei. Es ist eigentlich eher eine Reflexion dessen, was irgendwie passiert. Und es geht nicht mehr darum, irgendwie ein halbes Jahr vorher zu sagen, das wird passieren und so heißt es. Also ich denke, da ist noch lange nicht alles geschrieben worden, was geschrieben werden kann. Es ist aber auf der anderen Seite auch die Form und Herangehensweise, wie man irgendwelche Themen bearbeiten könnte. Ich denke, da ist noch einiges mehr möglich. Neben vielen anderen Groove-Rubriken ist eine ganz besonders beliebt. Dosch gedreht. Hier kann man sich gewollt oder ungewollt schon mal wiederfinden. Verantwortlich hierfür ist the one and only Zille. Also ich habe Sprüche gesammelt und habe das dann irgendwann im Tee so vorgetragen. Die ganzen Sprüche, die habe ich in so einem Buch drin. Und der Tee fand es eine ganz gute Idee, das irgendwie in der Groove zu veröffentlichen. Also das nannte sich zu der Zeit einfach nur Words und waren Zitate, die auf einer Viertelseite abgedruckt wurden. Gleichzeitig habe ich den Jens und den Walli aus Kassel kennengelernt. Und mit denen habe ich mir eigentlich immer so ganz witzige Faxe gefaxt, wo ich ihnen irgendwelche Sprüche draufgeschrieben habe und die mir irgendwelche Comics zurückgefaxt haben. Und dann kam ich auf die Idee, dass wir die Comics eigentlich mit den Zitaten noch irgendwie verbildlichen können. Und das wurde dann auch so gemacht. Und dann haben wir einfach die Zitate geschrieben, die rübergegeben. Die haben versucht, das umzusetzen. Wir haben auch teilweise Fotos rübergegeben von den Leuten, damit es sich auch irgendwie, dass sich die Leute auch wiedererkennen. Nicht wegzudenken und schwer zu überblättern sind die legendären DJ-Charts. Es ist auch eine sehr umstrittene Rubrik, weil natürlich schreiben uns zum Beispiel auch immer wieder sehr viele Leser, die dann damit natürlich überhaupt nichts anfangen können. Und wenn dann 12, 16 Seiten nur DJ-Charts kommen, dann ist das für die halt quasi totes Papier, da blättern die einfach drüber. Aber für all die Leute, die eben Platten kaufen, ist es eine sehr wertvolle Hilfe. Und Charts haben ja auch eine unglaubliche Bedeutung bekommen. Wenn Sven Väth seine Top 10 abgibt, dann wollen am liebsten alle Plattenläden die schon vorher haben, damit sie sich von jeder Platte 50 Stück in den Laden reinstellen können. Wofür steht die Groove? Gibt es eine Philosophie? Also wir versuchen uns weitestgehend mit dem allem, was uns irgendwie als interessant erscheint, in dem elektronischen Musikkontext zu beschäftigen, versuchen aber ein klein wenig mehr als bloßes Runtergerattere, was jetzt sein könnte und bla 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 zu machen, sondern auch zu zeigen, dass die Leute, die da was produzieren, nicht nur aus 100% Techno bestehen, sondern auch ganz normale Menschen sind und was sie vielleicht über gewisse Dinge
denken könnten. Immer aber auch mit dem Hintergrund, dass es hauptsächlich um Musik geht und nicht um irgendwelche hochfliegenden Lebensentwürfe. Es gibt dann halt eine Produktionsphase von die 2 Wochen vor Erscheinung, da ist dann der totale Wahnsinn angesagt. Aber das ist halt bei jeder Zeitung so. Ne? Mit bemerkenswertem Enthusiasmus und geringen finanziellen Mitteln geht die Groove weiter ihren Weg. Noch kostenfrei und unabhängig. Wird das so bleiben? Wenn wir an den Kiosk gehen würden, dann könnten wir nicht mehr redaktionell so arbeiten wie bisher. Dann müssten wir das komplette Ding umkrempeln. Und ob wir es dann auch am Kiosk finanzieren könnten, wäre nicht so sicher. Also so bleiben wir lieber erstmal kostenlos und warten ab, bis sich vielleicht irgendwann mal die Gelegenheit bietet, bis die Zeit reif ist. Aber es kann auch nie passieren.